sorry, durch die Expedition. Aber ich würde jetzt gerne mal wissen, wenn ich diese 5 Thirst für die Expedition ausgebe, ob wir dann sogar den Dungeon Key kriegen mit 50. Das wäre auch ziemlich geil. Ja, ich bin gespannt. Wir gehen mal schnell durch. Server 9 Europe Tag 2. Ich will wissen, wie weit ich mit dem Krieger kommen kann und was es kostet. Auch gemäß der Zeit, die ich habe, denn Tag 2 habe ich tatsächlich gar nicht so viel Zeit. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Angefangen haben wir erstmal noch mit den ersten Dungeons von 28. Ein Krieger und ein Magier, damit auf 29,5 gekommen. Und dann eine 25 Thirst-lange Expedition gewählt. Und auch hier sind wir mit dieser XP direkt auf Level 30 gekommen und haben aber auch den Schlüssel bekommen. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich, wenn diese Drop-Rate an Keys tatsächlich so gut bleibt, dass man mit einem Level-Up dann auch in der Regel gleich den Key des jeweiligen Dungeons bekommt, dann habe ich das Gefühl, dass natürlich das sehr hilfreich sein kann für die Level 200 Tryharder, die an den ersten 2 oder 3 Tagen Level 200 plus erreichen wollen, denn manche Projekte sind daran gescheitert, dass sie nicht mehr genügend Abenteuerlust übrig hatten, um einen jeweiligen Schlüssel zu finden, um eben weiter zu pushen. Und das ist natürlich mit diesen Erfahrungen, die wir jetzt hier gemacht haben, also mit Level 20 direkt, da war ich direkt Level 20 und auch hier mit Level 30 über eine Expedition gleich auch den Schlüssel zu kriegen, könnte das durchaus hilfreich sein. Ansonsten ist die Quest natürlich auch sehr geil. Jetzt haben wir die Festung mit dabei, die Ressourcen. Also das lohnt sich dann halt natürlich auch, aber die kriegt man ja höchstwahrscheinlich auch, wenn wir kein Festungsevent haben. Das wird auch spannend sein zu sehen, wenn die ersten 3 Tage rum sind. Und die ersten Erledigungen haben wir auch gemacht. Der erste finale Dungeon ist jetzt hier gefallen. Bisherige Ausgaben bis dahin ungefähr 250 Pilze. Die meisten Tries habe ich benötigt für diesen Lord of Darkness. Aber das liegt auch daran, dass ich noch nicht komplett neue Items mit Slots und Stein belegt habe. Ich habe zwar schon ein paar gesucht, aber ich dachte mir, es macht natürlich auch Sinn, jetzt nicht komplett zu equippen, weil wir ja auch noch in den Level steigen werden. Das war auch ein knapper Fight. Wir haben leider jetzt keinen Epic mit Slot bekommen, da hat man nicht so viel Glück wie mit den Handschuhen, aber ja, Waffe wäre natürlich sehr geil gewesen. Jetzt sind wir 33, ein Drittel ungefähr. Jetzt werde ich schauen, dass wir das SA ein bisschen hochpushen noch und dass wir dann Level 34 werden, entweder noch durch Dungeon oder durch Expedition. Und ja, damit wir dann die großen Tränke auch erblättern können und dann müsste man heute eigentlich auch versuchen, noch komplett zu equippen mit Stein. Das ist natürlich immer eine Goldfrage und ja, entweder man muss dann abfarmen dazu oder man muss lesen. Jetzt im Moment mit Level 33 kriege ich 53 Gold durch den Krachentreib. Wenn wir noch ein bisschen im Level steigen und das höher geht, dann ist es ein bisschen effektiver, aber da kann man auch einige Pilze lassen, wenn es um die Steine geht. Und im Moment ist auch so, dass die Gilde eine relativ gute Hall of Night hat mit 293. Das ist nicht schlecht, auch wenn es noch besser sein könnte. Aber das bedeutet, die Steine, die ich jetzt gerade finden konnte, waren schon über 100 an Wert. Und das bringt auch einen Krieger was bei den Dungeons. Das merkt man. Also hier ist noch Potenzial, wenn ich überall komplett aktuelle Steine habe und dann nur noch aktuelle Waffe mit aktuellem Stein, dann kann das schon ganz schön geil werden. Daher habe ich mich entschieden, dann doch noch auch noch nach Extras zu suchen oder nach Ringen. Das ist ein starker Ring. Ich habe auch schon Stärkestein, kann man gut reinbringen. Und bei der Suche nach diesem Ring bin ich auch schon auf dem XXL Ausdauertrank gestoßen. Da sage ich natürlich nicht nein. Vielen Dank. Und jetzt spiele ich eine Sondertaktik. Ich habe zwar schon ein paar Dungeon Tries gegeben, die noch nicht funktioniert haben. Bin jetzt also bei knapp 600 Pilzen, die ich heute ausgegeben habe. Und habe mich jetzt deshalb nochmal umentschieden. Ich wollte entweder alle Items mit Stein belegen. Das habe ich jetzt hier geschafft mit dem Achievement oder eben auch den XXL Stärketrank schon finden. Jetzt sind wir über den Weg gekommen. Ich habe auch mit dem ersten Stein, den ich gefunden habe, gleich nochmal einen schönen Constitution Stein bekommen. Und das heißt, mit diesen Werten, die ich jetzt hier habe, möchte ich jetzt in die nächsten Dungeons reingehen. Und das Wichtige oder das Interessante dabei ist, dass man sich hier ganz klar aussuchen sollte oder kann über 2 Taktiken, welchen Dungeon man sich dort antun möchte. Es gibt ja 2 Dungeons, die zur Verfügung stehen und der etwas schwerere, der mehr Pilze kostet, ist der hier und der etwas einfachere ist der hier. Aber ich habe vor, diesen Dungeon jetzt erstmal anzugreifen. Wir haben eine Chance von 0,77, also ja, ich hoffe einfach mal, dass er jetzt für das Video schnell auch fällt.
weil der bringt relativ viele XP, 86.000, das wäre ein Level-Up und dann wäre ich mit Level 34 gegen den anderen Dungeon, wo es ja einen Epic gibt. Und dadurch, dass das Level höher ist und wir hoffentlich ein gutes Epic bekommen, werde ich dann entsprechend das Epic besser für den späteren Verlauf des Tages einsetzen. Denn eins ist klar, wenn man jetzt hier irgendwie großartig was reißen will, auch als Krieger, muss man ja auf jeden Fall mit so wenig Abenteuerlust wie möglich zu Level 40 kommen, ja, um theoretisch auch wieder den nächsten Dungeon freischaltbar zu haben. Aber ja, Level 50 ist dann natürlich das große Ziel für die Pusher. Als Krieger ist das nicht so einfach. Ich glaube auch nicht, dass ich das machen werde. Denn dann ist Epic Event und dann hat man relativ unlimited Möglichkeiten, weil auch der Krieger über das Epic Event also schon auch gut durch Dungeons pushen kann. Jetzt vielleicht nicht Level 200 an Tag 2, das ist surreal, beziehungsweise einfach zu teuer. Aber zumindest sowas wie Level 75 oder Level 100 sind Ziele, die man sich auch als Krieger im Pay-to-Win-Bereich decken kann. Und wir sehen, ich habe jetzt nicht ganz so viel Glück mit meinen Dungeon Tries. Ich probiere den Dungeon zwar müde zu reden, das sollte in einem Handbuch von Shakes & Fidget eigentlich auch mal implementiert werden, dass das was bringen kann, wenn man redet und dass das mit Doppel-S geschrieben wird. Das sollte natürlich auch diesem Red Like Superkuss klar sein, denn der hat ja genügend S in seinem Namen, zumindest 2. Ich dachte, es wären mehr gewesen, als ich angefangen habe, den Gedanken hier aufzutragen. Und ja, aber wie man sehen kann, sehen wir nichts. Die Chance 0,7% ist eigentlich ja naheliegend, dass wir den jetzt hätten schon im Schnitt treffen müssen und besiegen müssen. Das Glück ist jetzt nicht da und das geht in die Pilze, liebe Leute. Aber das ist halt immer so ein RNG-Faktor. Man sollte sich einfach entscheiden, ab einer gewissen prozentualen Chance gehe ich in den Dungeon rein und ab einer gewissen prozentualen Chance gehe ich halt nicht mehr in den Dungeon rein. Also nutzt SF-Game-Tools dazu und macht euer Spiel. Und wenn man jetzt sagt, oh, das ist aber knapp an der Grenze, dann muss man halt auch überlegen, wie wichtig ist es mir jetzt, diesen Dungeon zu bringen? Habe ich vielleicht noch irgendwelche Vorteile damit? Und mein Vorteil ist halt, wie gesagt, dass ich den jetzt legen will, damit ich einen höheren Level habe für das Pflicht-Epic. Denn ich hoffe, dass das nächste Pflicht-Epic entsprechend gut sein wird. Und am liebsten würde ich es mir jetzt gleich mal angucken, indem ich einfach die Dungeons probiere. Aber ich kann ja den noch nicht probieren, weil der immer noch nicht gefallen ist. Da waren schon sehr, sehr knappe Versuche dabei. Also das bringt mir jetzt zwar auch nichts darüber zu lamentieren. Vielleicht müssen wir Speaking on English machen für diesen Red Like Superkuss. So the Red Like Superkuss in English it's even harder to pronounce than in German. Does not want to fall down, and I don't know why. I did ask him, but he just was like grumbling around and I had no idea what he was talking about. And I thought, like, if I speak to him in English, he would maybe more go like and fall down, but this is a very also Englisch hat geholfen. Das waren jetzt aber, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ne, wo ich angefangen habe, sind wir jetzt schon bei 1050 Pilzen, die ich ausgegeben habe. Ein Großteil nur für die Dungeon Tries. Das ist jetzt ein Unterschied zwischen einem normalen Pilzer und auch schon einem etwas mehr Hardcore spielenden Pilzer, denn der normale Pilzer hätte wahrscheinlich sagen müssen, nach 50 Tries oder so, ich hör auf, weil das dann schon auch reingeht. Ne? Das ist extrem, was das in die Pilze geht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und darauf solltet ihr auf jeden Fall selber achten. Ich habe es jetzt fürs Experiment gemacht. Jetzt bin ich ein Level höher und jetzt möchte ich aber natürlich auch diesen Dirty Rotten, 181, legen. Der hat eine Chance von über 1% definitiv. Also es wäre schön, wenn wir den einfach jetzt einfach legen, damit ich nicht so viele Pilze mehr reingeben muss. Um etwas wieder den Red Like Superkuss auszugleichen. Und bin ich auch schon wieder bei 50 Pilzen, die ich jetzt mehr ausgegeben habe. Aber ich beiß mir natürlich in den Hintern, wenn wir den schlagen und wir kriegen einen Epic, was keinen Slot hat, weil dann hat diese ganze Taktik nichts gebracht, außer vielleicht, dass ich ein höheres, ja doch, das könnte natürlich sein, dass ich einen höheren Verkaufswert habe. Jetzt bin ich Level 35 und wir kriegen einen Extra, ja gut, ein Extra habe ich mir gerade erst gekauft mit dem, das war jetzt, ja, andersrum hätte ich wahrscheinlich erst den Krieger gemacht, wäre im Level höher gestiegen, wäre vielleicht etwas einfacher gegen den Kundschafter gekommen, aber im Endeffekt hätte es auch trotzdem sein können, dass man so viele Pilze ausgeben muss. Ja, jetzt, ich werde das sicherlich einsetzen, wenn ich den nächsten Stein gefunden habe.
Aber ich hätte mir jetzt am liebsten natürlich eine Waffe erhofft. Also jetzt bin ich Level 35 und die Dungeons, ja, da sind jetzt nicht mehr viele, die wir legen können. 660er Wolf und 66er Demon. Ja, ich denke, ich werde hier eher versuchen, heute die Level 40 definitiv klar zu machen. Das heißt, vielleicht noch ein bisschen ins Leveln gehen, nachdem das SA gepusht wurde, um dann im Waffenladen die bestmögliche Waffe zu finden für einen relativ guten Dungeon-Push mit den nächsten Dungeons ab 40, weil eins ist klar, je weniger Dungeons übrig sind, desto verhältnismäßig stärker werden sie. Ich vermute, dass ich die Dungeons jetzt mit den derzeitigen Werten überhaupt gar nicht legen kann. Also der Wolf wäre ja dran. Das wird sehr tricky und da bin ich gespannt. Ja, und dann ist es weitergegangen, Level 35. Wir konnten uns immer noch mal ein bisschen neu equippen. Ich hatte, also ich jinx es jetzt höchstwahrscheinlich, aber ich habe relativ viel Glück in der Gemmine. Also ich kriege nicht immer gleich die Steine, die ich brauche. Ich muss auch ein paar immer wegwerfen oder verkaufen. Aber im Moment lief das Ganze noch recht gut und wir sind halt über die Dungeons von Level 35 auf Level 38 gekommen. Man sieht hier eben meine neue Waffe und auch mein neues Schild, die Dämonenfratze. Die neue Waffe ist ungefähr 8 bis 10 Durchschnittswerte schlechter als sie sein könnte, aber sie war halt 16 Durchschnittswerte besser und hat auch eine gute Spanne bekommen. Ich habe immer mehr an Glück verloren, dafür an Stärke und Ausdauer gewonnen. Die Waffe, die ich hier bekommen habe, die war jetzt nicht so nice. Das Gold ist jetzt auch nicht so relevant gewesen, aber ja, insgesamt sind wir durch diese 3 Dungeons und mit dem Steine holen, ein bisschen abfarmen und einmal leasen, jetzt bei 1600 Pilzen, die ich ausgegeben habe, und im Schnitt bin ich durch die Dungeons, wenn man sich alle prozentualen Chancen anguckt, sogar günstiger durchgekommen. Der Grimwolf, den habe ich mit einer Chance von 1% nach ganz wenigen Versuchen gelegt. Den Krieger habe ich danach auch nicht so viele Versuche gebraucht und der Abhorrent Dämon hat davon ungefähr 100 bis 120, 130 Pilze gekostet und damit war er auch noch günstiger als im Schnitt. Also die Pilze, die ich vorher mehr ausgegeben habe für den Red Light Superkurs, die sind jetzt hier wieder da und jetzt bin ich ja 38 und ja, wir haben zwar noch Dungeons, die man legen könnte, aber die sind auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man mal schaut, bräuchte ich, ja, also bin ich beim Hellbeast im Moment bei einer ganz geringen Chance von 0,04% mit 181.000 XP. Wenn ich die legen würde, wäre ich fast schon Level 40. Aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Potenzial, was ich verbessern kann. Ich könnte auf jeden Fall, bräuchte ich noch neue Schuhe, die ich suchen werde. Und je nachdem, was da für Werte rauskommen, und auch einen schönen Stein, den ich dazu brauche. Beim Helm wäre auch nochmal Potenzial nach oben, wobei hier schon ein guter Stärkestein drin ist. Hier brauche ich also auch den Stärkestein wieder. Also es ist ein bisschen Potenzial da, aber nicht ganz so viel. Wenn ich überall mal 100 Werte drauf gebe bei den bei SF Game Tools, ja, bei der gleichen Waffe und vielleicht auch noch ein bisschen Rüstung hinzu. Ich lasse die Rüstung mal gleich, dann steigt die Chance auf 0,28%. Ja, es ist. Man könnte überlegen, versucht man nochmal auf jeden Fall das Hellbeast zu machen, bevor man in die Abenteuerlust geht. Aber selbst wenn wir mit Expeditionen in die Abenteuerlust reingehen, und ich denke, in diesem Fall könnte man das machen, auf Level 40 zu kommen, ist es deutlich entspannter. Auch aus dem Grund, dass man dann mit Level 40 oder 41 des Hellbeast legt, dann kriegt man ja auch wieder ein besseres Pflichtepik. Ich vermute, ich gehe eher den Weg als den anderen Weg, weil auch ich mein Glück nicht zu sehr fordern möchte. Und wie gesagt, wenn wir jetzt mal beide Tage zusammenrechnen, Stand jetzt haben wir ungefähr 4200 Pilze ausgegeben. Also das ist schon happig. Ja, das ist schon happig. So, und hier haben wir also wieder mit Level 40 eine Expedition gespielt, kaum XP drüber, es hat super gut funktioniert und wir haben wieder den Dungeon-Schlüssel bekommen mit allen anderen Drops, also Expeditionen, ja, sind einfach richtig geil dafür geeignet, muss ich sagen. Also für mich erstaunt es immer wieder, dass ich da vorher ein bisschen falsch lag und da gehen natürlich auch gleich hier ein paar Dungeons, ne, weil man ja immer so an der Grenze ist man gut genug equipped, um das hier auch zu erledigen und das nehmen wir jetzt natürlich mal mit. Ein bisschen Inventarplatz frei machen ist auch ganz, ganz entspannt an der Stelle und ja, man kommt vielleicht so auf Level 41, 42, 43 irgendwie rum, aber ja, wenn man kurz vom Level Up ist, dann würde ich eben auch immer mit einer Quest das Level Up mitnehmen, weil mit höherem Level ist man stärker oder man kann eben dann entsprechend bessere Items farmen und natürlich mit dem Gold, was man bekommt, sollte man auch mal die Gilden-Upgrades checken.
Und nun sind wir wieder live mit Level 49, sind wir kurz vor so einem Turning Point, denn im Moment habe ich noch ungefähr 60, 65 Alu übrig und bin auf Level 49 gekommen. Und bei den Dungeons sieht es so aus, dass wir hier bei The Cut Road Grotto jetzt auch den Cut Road haben und den Grave Robber bei Ruins of Knark. Und von den Chancen her ist der noch nicht wirklich machbar und der andere ist auch nicht wirklich machbar. Also 0,07%, das ist jetzt eine Sache, da würde ich eigentlich nicht reingehen wollen. Aber was halt auch noch anstehen könnte und würde, und das sollte auch passen, ist, dass ich mich nochmal neu equippe, nicht zwingenderweise im Waffenladen. Also wenn, dann überhaupt würde ich nur nach einer Waffe suchen, weil ich bei den anderen Items relativ aktuell bin. Klar, doch gut beim Helm von den Werten her, der würde wahrscheinlich doch was Besseres auch geben. Aber ich hatte die Extras noch nicht abgegradet. Also bei meinem letzten Upgraden der Items, das war mit Level 46, habe ich eigentlich nur komplett alle Items ausgetauscht und habe dann Steine geskippt und die dann eingesetzt. Und so würde ich das auch mit den Extras machen. Und wenn ich das gemacht habe, dann mit 9 Steinen versetzt habe, da habe ich nochmal insgesamt einen kleinen Boost. Und dann denke ich, könnten wir auf den Dungeon gehen, bevor ich eben meine Abenteuerlust einsetze, damit der 5. Dungeon-Schlüssel kommt. Der 5. Dungeon-Schlüssel ist halt mega wichtig für den zweiten Tag, wenn man eben auch schon ins Epic-Event reingehen will. Allerdings ist es auch schon 23:23 Uhr. Das heißt, viel mehr darüber hinaus wird gar nicht gehen. Also es wäre jetzt gar nicht schlimm, wenn ich Level 50 den Dungeon Key, also selbst mit Abenteuerlust würde ich wahrscheinlich Level 50 werden mit den Expeditionen. So, Freunde, und wir haben es so gemacht und sind jetzt auf Level 50. Und um Level 50 erstmal zu erreichen, kann man sagen, habe ich an den 2 Tagen ungefähr 5100 Pilze ausgegeben, also an Tag 1 2500 ungefähr, jetzt waren es knapp 2600. Ein Großteil der Pilze ist natürlich auch wieder in die Dungeons und in das Equippen reingegangen. Abfarmen war halt hier nicht mehr so wirklich notwendig, SA-Farmen schon, aber das ist auch nicht so ein großer Teil. Es ist halt wirklich dieses ganze Farmen und Machen, und ich finde es aber eigentlich, natürlich ist es eine große Summe, aber ich weiß, dass ich an einigen Serverstarts mit dem Berserker auch erst so an Tag 2 an die 50 gekommen bin und war da relativ happy. Da hatte ich halt auch relativ wenig Zeit meistens, ne? Also da wäre sicherlich auch mehr gegangen. Jetzt mit Level 50 haben wir natürlich Zugriff zum Epic-Event und könnten jetzt wirklich versuchen zu grinden bis auf Level 70, bis zum nächsten Dungeon Key. Vorher brauchen wir aber noch den 50er Dungeon Key. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, das möchte ich nämlich jetzt mal machen, denn meistens ist es so, ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel hier 5 Thirst, ne? Die bleiben unverändert durch das Level-Up, die bleiben auch unverändert durch die Abenteuerlust. Aber, durch die Expedition, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, wenn ich diese 5 Thirst für die Expedition ausgebe, ob wir dann sogar den Dungeon Key kriegen mit 50, das wäre auch ziemlich geil. Ja, ich bin gespannt. Wir gehen mal schnell durch und das Ergebnis wird uns sicherlich hoffentlich erfreuen, möchte ich mal so sagen. Ich hatte bisher auch noch keine Expedition, wo ich nicht 3 Sterne bekommen habe. Also, ich möchte jetzt auch nicht heute damit anfangen jetzt bei der, aber hier das Schild nehmen wir natürlich mit. Den nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit und schon haben wir auch schon wieder alles, was wir brauchen. Suitcase haben wir nicht bekommen. Schade, ein bisschen extra Gold wäre nice gewesen. Aber das passt. Den Hasen nehmen wir mit. Und nein, aber ein Mirror-Teil. Immerhin. Immerhin hat die Expedition erkannt, wir sind Level 50, weil ich glaube, die Thirst wird es nicht erkennen. Ja, das ist jetzt das erste Spiegelkleid da. Das sind jetzt Drops, die kommen neben den Dungeon Keys vielleicht dazu, was ein Argument sein kann für eine normale Abenteuerlust. Denn, ja, die sind jetzt auch resettet worden. Denn wir wollen ja uns überlegen. Also ein Spiegelteil ist natürlich gut, aber im Moment fokussiere ich mich natürlich eher auf den Dungeon Key. Und deshalb gehen wir jetzt in die kürzesten Quests rein, damit wir den hoffentlich auch bekommen. Und wir kombinieren das jetzt. Hier sehe ich ja ein Spiegelteil, okay. Ich will es aber nicht haben. Deshalb gehe ich hier rein. Hier haben wir leider auch gar nichts dabei.
Neue kleine Quest. Da ist auch nichts dabei. Jetzt können wir wieder die Expedition nutzen, denn nach den Abenteuern, in der normalen Abenteuerlust, werden wir es nicht kriegen, aber wir kriegen höchstwahrscheinlich durch. Oh, das ist gefährlich. Das ist sehr risky. Das ist sehr, sehr risky. Ich nehme es aber trotzdem. Ich probiere es mal. XP sind mir jetzt nicht ganz so wichtig, aber wir müssen natürlich auch in die Main Quest gehen. Das ist vollkommen klar. Das bringt auch schon was. Okay, aber das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir auch mitnehmen. So, ich nehme eigentlich am Anfang fast jetzt immer Gold, merke ich. Obwohl, ich habe relativ viel Gold. Wir können auch Sanduhr nehmen. Ja, oh, lecker, lecker. So, jetzt brauchen wir noch die Feuer. Also das sind wie 4 für jedes 3, da haben wir 12. Haben wir schon genügend. Ach, sogar noch einen dazu, geil. 16 on top. Und jetzt müssten wir ja entweder, also wenn es richtig gut kommt, wieder einen Spiegelteil haben oder einen Dungeon Key. Also das wäre jetzt auch nochmal so ein Thema. Oh, wir kriegen sogar beides. Wir kriegen sogar beides, Leute. Also das ist wirklich, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe vor dem Serverstart wirklich nicht an sowas gedacht. Aber die Expeditionen sind ja zum Serverstart extrem geil. Ich habe 3 Abenteuer zur Auswahl, wo ich weiß, ich kriege nichts. Und hier kriege ich sogar ein Mirror-Teil und den Dungeon Key plus noch allem anderen Gedöns. Das ist unglaublich. Das hätte ich nie gedacht. Krass. Ja, und hier sind wir jetzt am Ende von Tag 2. Im Prinzip könnte es noch weitergehen. Tag 3 hat jetzt halt angebrochen. Die Abenteuer sind jetzt da. Ich habe bloß keine Zeit mehr gehabt an Tag 2. Ich bin im Waffenladen durchgegangen, habe mich relativ aktualisiert. Ich habe aber ewig keine Waffe gefunden. Eine Epic-Waffe in 1200 Pilzen. Aber die hatte keinen Slot. Und deshalb bin ich jetzt langsamer am Durchklicken, um eine normale Waffe zu bekommen. Denn die Waffe ist jetzt halt auch schon wieder zu alt. Und bei den Dungeons stehe ich jetzt hier. Also der ist minimal machbar. Da habe ich auch nochmal einige Versuche bisher gegeben. Das hat leider nicht funktioniert. Und die beiden sind dann machbar, wenn ich eine bessere Waffe habe. Dann geht es in Richtung Level 60. Und damit bin ich vollkommen zufrieden. Also bis Level 50 habe ich die Kosten ja genannt. Bis Level 75 wird es jetzt ein bisschen schwierig sein. Ich muss jetzt aufladen. Und ja, da kommt es halt auch vor allen Dingen drauf an, wie lucky man halt ist im Shop. Ja. Im Extra-Shop habe ich ja auch noch einiges zu erblättern in der Theorie. Da gibt es noch mehr Epics. Das bringt auf jeden Fall was. Da kann man durchgehen. Und das mache ich dann entspannt. Also da will ich jetzt die Kosten nicht mehr genau aufnehmen. Da will ich einfach nur noch für mich spielen. Deshalb wird es das jetzt nicht mehr geben, aber die Expeditionen sind halt der Burner. Also da muss auch nochmal separat was kommen, separat was kommen oder ist schon separat etwas gekommen von mir an der Stelle. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf dem Server EO9. Ihr kriegt natürlich auch nochmal ein Upgrade, wie es bei mir nach 3 Tagen prinzipiell aussieht. Aber ja, machen wir ganz entspannt. Ne? Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.